Ihr Moderator Olaf Kiepen. Hey, cool, ihr habt den Kirmes-Effekt gefunden. Das klingt ja tatsächlich hier wie am Riesenrad. Nächste Runde, Rückwärtsrunde. Spaß beiseite. Wir kommen zu einem ernsten, aber doch erfreulichen Thema. Bevor wir all die Leute vorstellen, die uns hier auf der Bühne unterstützen, wollen wir uns doch einfach mal hier um die Hauptperson kümmern, dieses Gerät. Und der Ralf erklärt uns jetzt, was es ist. Ja, was wir hier sehen, ist ein automatischer, externer Defibrillator, der was tatsächlich jeden Tag Leben retten kann. 400 Mal am Tag, allein in Deutschland, verstirbt jemand am sogenannten plötzlichen Herztod. Auch wir Taucher sind davon nicht ausgenommen, aber auch es kann jeden treffen und das haben wir gestern in der Nachbarhalle erlebt und deswegen habe ich heute einen besonderen Gast mitgebracht, den Markus Witkowski von der Firma Galeo. Der hat nämlich gestern mit Hilfe eines solchen kleinen Gerätes jemandem das Leben gerettet. Das haben wir schwarz auf weiß. Das heißt, eigentlich war es nicht geplant, dass der Bühnenauftritt jetzt so groß wird, aber die Zeit hat uns eingeholt. Ich war dabei, ihr habt die Messehallen hier mit diesem Gerät ausgestattet. Genauso wie es eigentlich sein sollte, haben wir an vielen, vielen Ständen so ein Gerät vor Ort gehabt. Man sieht es ja häufiger, zum Beispiel an öffentlichen Gebäuden hängen die Geräte oder ja, auch bei verschiedenen anderen Aktionen oder auch vor allen Dingen ist das Gerät ganz einfach. Vielleicht nur ganz kurz, wir werden heute nicht das ganze Szenario durchmachen, das haben wir diese Woche mehrfach euch gezeigt hier. Nur ganz kurz, wie einfach dieses Gerät zu bedienen ist. Das Einzige, was der Benutzer zu machen hat, ist das Gerät zu öffnen. Ruhig bleiben. Gesprochene Anweisungen befolgen. Sofort 112 anrufen. Brust und Torso des Patienten freilegen, Kleidung entfernen oder wegschneiden. Nach Freilegen von Brust und Torso die Folienpackung vom Deckel des AED nehmen. An gestrichelter Linie aufreißen, Elektroden entnehmen. In welcher Halle arbeitest du? Wir sind in der Halle 5. Wir hatten vor, ich glaube, 5, 6 Wochen beschlossen, dass unsere Düsseldorfer Vertretung von Galeon sämtliche Yachten, die wir verkaufen, ausliefern, mit einem automatischen Defibrillator ausrüsten, weil wir davon überzeugt waren, dass das Gerät einen Nutzen bringt. Wir sind von vielen Kollegen belächelt worden, die uns einfach sagten, klasse, und nächstes Jahr kommt ihr mit einer Herz-Lungen-Maschine, mit einer laufenden Intensivstation, dann könnt ihr wenigstens noch größere Schiffe verkaufen. Wir hatten zufällig nicht nur diesen netten kleinen Aufkleber an Bord, dass ein Defibrillator da ist, sondern wir hatten auf 2 unserer Yachten die Geräte wirklich da, kein Dummy, sondern original diese Geräte. Und wir hatten gestern Nachmittag ungefähr um 4:30 einen kurzen Notfall auf dem Stand. Ein Herr kippte um, lag auf einer Yacht. Ich hörte nur, wir brauchen einen Arzt. Wir konnten nicht erkennen, ob er gestürzt war, gestolpert war oder sonst irgendwas. Er hatte definitiv fühlbar keinen Herzschlag mehr. Es war jetzt ein bisschen schwer, durch den vollen Stand zu kommen, aber wir hatten, ich glaube, Sekunden später einen unserer Defis aus der Yacht raus, haben ihn angelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir stehen noch ganz kurz davor, wirklich intensiv in dieses Gerät eingewiesen zu werden. Ich habe das einmal aufgemacht, ich habe es mir mal angehört, ich fand das sehr eindrucksvoll. Und wir haben gestern, bevor der Notarzt kam, ich glaube einige Minuten davor, das Gerät angeschaltet. Ich habe mich führen lassen, ich habe es wirklich noch nie ausprobiert. Der Patient wurde geschockt. Ein dann zufällig anwesender Kardiologe kriegt es mit, kam auf den Stand, bat um einen zweiten auslösenden Schock. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Arzt, ich kann mich schwer gegen den Herzspezialisten wehren, aber ich habe gesagt, die Maschine sagt, Schocken ist nicht nötig, Herz-Lungen-Massage. Die hat der Patient bekommen, als der Notarzt eintraf, hat uns gratuliert, das wäre genau das Richtige gewesen. Ich habe vor 5 Minuten mit der Klinik telefoniert, der Mann liegt immer noch auf der Intensivstation, aber ist wohlauf. Als du... Ja, bitte. Jetzt sag mal ehrlich, als du diesen Kasten das erste Mal in der Hand hattest, als die Geräte ausgeliefert worden sind, was für ein Gefühl hattest du? Hättest du dir träumen lassen, dass du jemals so einfach mit so einem Gerät klarkommst? Wahrscheinlich nicht, also ich hätte es gehofft, aber ganz ernsthaft, ich glaube, so ein Applaus gilt nicht mir oder irgendeinem, das ein Gerät einsetzt, sondern denen, die es wirklich entwickeln. Ich habe festgestellt, natürlich geht es, ein bisschen nervös war ich auch schon. Ich habe es noch nie gemacht, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Die Situation war sehr eigenartig. Aber
den Anweisungen zu folgen in einer ruhig gesprochenen Art hat mich dann auch ein bisschen beruhigt. Und ich habe gedacht, ich kann nichts anderes als mich drauf verlassen. Ja, da muss ich jetzt mal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber da muss ich jetzt einfach mal meinem Publikum eine kleine Rüge erteilen. Natürlich, wenn man das Gerät aufklappt und das Ding sagt, ruhig bleiben, da lachen alle erstmal. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, die so ein Gerät angewendet haben und auf so ein Gerät eingewiesen worden sind. Man ist selber am Flattern, man ist selber total nervös, das Ding geht auf und man hört diese Worte. Das ist ähnlich wie beim Anhalter per Anhalter durch die Galaxis, bei dem Reiseführer. Bei dem war es Spaß, hier wirkt's. Bei dem Gerät wirkt's. Es nutzt einfach, was ich überhaupt vorher nicht wusste. Er spricht ja so lange mit mir, bis ich wirklich das mache, was er sagt. Das heißt, wenn ich Elektroden abnehmen soll, von denen ich eine Zeichnung habe, ich habe die auch wirklich noch nie angelegt, aber Augen und der Mensch vor mir, es gibt nur 2 Stellen, wo es dann funktioniert. Und er spricht so lange mit mir und sagt mir in einem ruhigen Ton, ich möchte die blaue Folie von der weißen, vielleicht ist es auch umgekehrt, nehmen. In dem Augenblick, wo die Folie wirklich getrennt ist, geht der nächste Schritt. Und wir haben mal, ich weiß nicht warum, mal auf diese mitlaufende Uhr geschaut. Ich glaube, nach knapp 1,5 Minuten kam der erste Schock. Auch eine etwas ungewohnte Situation, wenn plötzlich so eine kleine Maschine sagt, bitte zurücktreten, Schock. Und alle Leute sagen, halt den Mann gut fest. Und man auch noch auf der Seite argumentieren muss. Aber in Toto muss ich sagen, also ich würde mich auch drauf verlassen. Wie haben denn die Mitbewerber reagiert, die euch vorher belächelt haben? Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Also sie haben sich nicht mal getraut, das Gespräch zu suchen. Aber ich meine, das Thema ist für uns einfach zu ernst, wir sehen das auch nicht als Werbegag oder wir müssen das unbedingt machen, weil uns irgendwas noch fehlt an den Schiffen. Nee, darum geht es mir ja nicht. Aber ich denke, wenn das Ding Schule macht und man hat die Dinger jetzt nicht nur, wie ich gerade sagte, bei Organisationen oder bei öffentlichen Gebäuden, sondern auch in weiteren Gegenden, wie zum Beispiel in weiteren Schiffen. Super Sache doch. Ja, also wir sind definitiv mit Leidenschaft Segler. Wir verkaufen sehr schöne Motorboote. Wir legen diese Schiffe rein. Wir haben, wie ich gelernt habe, 3 Minuten Zeit, nach einem Kammerflimmern einen Patienten zu schocken. Wir sind definitiv oftmals weiter als 3 Minuten vom nächsten Rettungskreuzer. Und vielleicht wird es im Moment noch ein bisschen geschmunzelt, aber ich glaube, es wird sich irgendwann mal so durchsetzen, wie ich hörte, gibt es kaum noch Verkäufe von Wohnmobilen in den USA, ohne dass ein Gerät drin ist. Und wir sind doch meistens ein bisschen weiter entfernt vom nächsten Rettungsboot, Hubschrauber oder was auch immer. Ja, du hattest vorhin gesagt, eigentlich gehört der Dank nicht dir, sondern der Dank gehört demjenigen, der das Gerät entwickelt hat. Denjenigen, der es entwickelt hat, den haben wir jetzt nicht hier. Wir haben aber von der Firma Cardiac Science den Glenn hier bei uns. Glenn, wie siehst du das? Würdest du diesen Dank annehmen oder sollte man nicht eher sagen, wir haben unseren Teil getan, wir haben das Gerät entwickelt, aber das Gerät ist nichts ohne denjenigen, der sich traut, es zu benutzen? Ja, ich würde den Teufel tun, Dank anzunehmen. Und ich weiß nicht, ob Sie das alle wirklich 100% mitbekommen haben. Gestern ist ein Menschenleben gerettet worden. Das passiert alle 3 Minuten, im Übrigen in Deutschland, der plötzliche Herztod. Und wir hatten einen jungen Mann, der mit allem Mut und Vorhersicht rausgegangen ist und hat Elektroden angelegt. Wir haben vor einer halben Stunde im Krankenhaus angerufen. Der Mann ist wohlauf und wird ohne neurologische Folgeschäden nach Hause gehen können zu seinen Familien. Und ich bitte Sie noch einmal zu verstehen, ein Menschenleben retten ist nicht einfach. Und da hätten wir doch vielleicht noch einmal einen Applaus für jemanden, der Menschenleben rettet. Dankeschön. Und die junge Dame hier, die charmante junge Dame, ist Repräsentantin der Firma Cardiac Science. Und sie ist diejenige, die es veranlasst hat, dass der AED dort in dieser Yacht war. Und dafür auch die Blumen jetzt an Herrn Witkowski von Galeo. And one more thing for our international audience, and this will be on the World Wide Web. I'd like to say thank you so much to you all, that we had the pleasure to be here as Cardiac Science. We will be here next year. And I'd like to say thank you to all these wonderful people that are now completely involved in the vision of bringing out AEDs from Cardiac Science to the world to save lives when needed. So the group here, Ein Herz für Taucher, a heart for divers and all their partner, what you do is honorable. And as the Director of Sales for Cardiac Science, thank you from my heart.